Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge über die Vorteile von Elektro-Lkw. Diesmal widmen wir uns einem Unternehmen, das nicht nur ein bisschen in Elektro-Lkw investiert, die haben gleich richtig groß reingehauen und ihre Elektrosparte groß ausgebaut. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, warum machen die das? Wie gut, dass mein Kollege Norbert einmal mehr unterwegs war, um eine Antwort zu finden. Als eines der ersten Unternehmen weltweit hat der Containerlogistiker Contago 20 Serienexemplare des Mercedes-Benz E-Actros 600 in Empfang genommen. Sämtliche Fahrzeuge werden an verschiedenen Standorten des Unternehmens eingesetzt, um damit Container zwischen Häfen und Kunden zu transportieren. Contago als Tochterunternehmen der Rhenus-Gruppe feiert in diesem Jahr seinen 20. Firmengeburtstag und ist jetzt mit insgesamt 90 Elektro-Lkw unterwegs. Contagos Transportnetz spannt sich vor allem über Deutschland, reicht aber bis in die Niederlande und Belgien nach Frankreich, Polen und in die Schweiz. Doch der Reihe nach. Ja, herzlich willkommen hier im Neusser Hafen und willkommen bei der Firma Contago. Contago, neben mir steht ja der Vorsitzende der Geschäftsführung, Jürgen Albersmann. Herr Albersmann, ja, im Hintergrund sehen wir, was los ist. Für die Zuschauer mal zum Hintergrund, was macht Contago denn ganz genau im Alltag? Was ist Ihr Geschäftsfeld? Unser Job ist es, Container aus den Seehäfen, hier im Neusser Hafen ist es im Wesentlichen Antwerpen und Rotterdam, in das Hinterland zu transportieren und sie dann auf den Lkw umzuschlagen und zum Kunden zu fahren. Der Weg der batterieelektrischen Lkw ist ja für viele Speditionen gar nicht so selbstverständlich. Wie war das denn bei Ihrem Unternehmen? Weshalb ist die Entscheidung tatsächlich getroffen worden? Jawohl, wir entscheiden uns für batterieelektrische Lkw. Diese Entscheidung haben wir schon vor vielen Jahren getroffen. Wir sind schon 2019 in einen ersten Versuch mit damals 4 batterieelektrischen LKWs an unseren Standorten hier in Neuss und in Duisburg eingestiegen, haben dann in den Folgejahren sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem batterieelektrischen LKW gemacht. Und für uns ist es dann folgerichtig zu sagen, wir stellen unsere Flotte, insbesondere im Nahverkehr, auf den batterieelektrischen LKW um, weil unsere Transportentfernungen auch nicht so weit sind wie im klassischen Fernverkehr. Das heißt, Sie setzen diese Lkw genau genommen auch nur auf Distanzen ein, 200 Kilometer, 300 Kilometer am Tag. Wie sieht der Alltag dieser Lkw dann zukünftig aus? Die durchschnittliche Entfernung einer Zustellung von einem solchen Container, wir fahren ja dann auch immer mit dem entleerten Container vom Kunden wieder zurück, sind heute bei uns 41 bis 45 Kilometer. Das heißt, wir können immer mit einem batterieelektrischen Fahrzeug den Kunden gut erreichen. Herr Albersmann, Sie haben das Thema gerade angesprochen. Wirtschaftlich scheint sich das für Sie zu rechnen. Dennoch geht es auch um Anschaffungskosten. Ja, wie ist denn das vor dem Hintergrund einer zeitlichen Perspektive zu vertreten? Man weiß ja, dass solche Fahrzeuge, jetzt genau die vom Typ E-Actros 600, teuer sind. Wie wird das denn kalkuliert? Rechnet sich das denn auch? Diese Fahrzeuge sind Teil einer durch den Bund angestoßenen Förderung der batterieelektrischen Fahrzeuge. So sind diese 20 Fahrzeuge finanziert, wie auch die dazugehörige Ladeinfrastruktur. Für uns spielt es natürlich eine Rolle in der langfristigen Entwicklung des Unternehmens, heute schon den Schritt in die batterieelektrische und emissionsarme Zustellung zu machen. Wir haben dadurch Vorteile bei der Maut. Wir haben auch dadurch Vorteile in der langfristigen Finanzierung des Unternehmens, was die CO2-Taxonomie angeht und die CO2-Besteuerung, sodass wir davon ausgehen, dass wir spätestens in 2 bis 3 Jahren auch ein Break-Even haben werden bei dem Total Cost des batterieelektrischen Fahrzeuges. Es geht nicht nur um die Kosten im Alltagsbetrieb, es geht im Alltagsbetrieb vielleicht auch darum, die Fahrer zu überzeugen. Wie haben Sie das gemacht? Ja, wie haben Sie das Problem gelöst? Die Fahrer sind, wenn sie einmal in so einem Fahrzeug gesessen haben, rundum begeistert, weil es moderne, emissionsarme, geräuscharme, kraftvolle Arbeitsplätze sind, die ein modernes Umfeld geben. Gleichzeitig geben wir den Fahrern eine Perspektive, dass der Arbeitsplatz sicher ist. Dieses Thema intermodal aus einem Standort wie diesem zum Kunden zu fahren, birgt natürlich auch immer die Chance, am Abend wieder zu Hause zu sein. Das heißt, wir haben keine Fahrer, die heute am Rastplätzen übernachten müssen. Am Anfang hatten unsere Fahrer Angst, ich nenne es gerne die deutsche Reichweitenangst. Ja? Wenn Sie mit jemandem über Elektromobilität sprechen, fragt jeder nach der Reichweite, wie weit ist die Reichweite. Das ist etwas, diese Angst können wir unseren Fahrern nehmen.
indem wir ihnen regelmäßig die Informationen geben, Vergleich Reichweite, Fahrdistanz, wie ist dein Auftrag heute zu bewältigen. Und so werden diese einzelnen Touren für unsere Fahrer auch immer so geplant, dass sie gut mit der batterieelektrischen Ladung auch zu bewältigen sind. Die neue Flotte mit 20 E-Actros ist in Ihrem Unternehmen genau genommen ein neues Kapitel. Sie haben in den vergangenen Jahren ja bereits mit batterieelektrischen Lkw gearbeitet. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Ja gut, das Fahrzeug hat natürlich eine deutlich höhere Reichweite als die Fahrzeuge, die wir bis jetzt eingesetzt haben. Wir sind angefangen mit einem Fahrzeug, mit dem wir 70 Kilometer gefahren sind, im Gewerbegebiet hier. Dann kamen die ersten Fahrzeuge mit 250 bis 300 Kilometer Reichweite. Da konnten wir schon unsere normalen Touren integrieren. Heute sind wir mit diesen Fahrzeugen in der Lage, auch zum Beispiel aus dem Hamburger Hafen bis weit hinter Hannover Richtung Leipzig zu fahren, Zustellungen von Containern durchzuführen, auch im sogenannten Direct-Trucking-Verkehr, den wir durchführen. Das heißt, wir integrieren diese Fahrzeuge heute vollständig in unseren Arbeitsalltag, haben eigentlich keine Einschränkungen bei diesen Fahrzeugen und sind daher froh, dass es jetzt ein Fahrzeug gibt mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern, die auch verlässlich abrufbar ist. In Zukunft könnte ja vielleicht auch das Thema Wasserstoff eine Rolle spielen. Sie haben sich für den batterieelektrischen Antrieb entschieden. Droht denn damit nicht zeitgleich ja das Risiko, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben? Wie sehen Sie das? Ja, für uns in unserem Anwendungsfall der Kurzstrecke sehen wir immer den batterieelektrischen Lkw ganz weit vorne, weil er eben die Energie direkt einsetzt. Beim Wasserstoff müssten Sie immer erst Strom in Wasserstoff umwandeln, tanken, transportieren und dann verflüssigen und verwenden. Deswegen ist auf der Kurzstrecke nach unserer Überzeugung der batterieelektrische Lkw das absolut richtige Mittel der Wahl. Ja, vielen Dank, Jürgen Albersmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Contago. Beeindruckende Bilder hier auch aus dem Neusser Hafen. Ja, und mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen herzlichen Dank. Und damit gebe ich zurück an Julian Hoffmann in Stuttgart. Ja, vielen Dank, Norbert. Das sind doch einmal mehr gute Argumente für Elektro-Lkw, denen wir uns ja gewidmet haben mit unserer kleinen Serie. Die ist nun vorbei und für uns bleibt zu sagen, es gibt noch was zu tun im Hinblick auf Elektro-Lkw. Die Anschaffungspreise müssen noch runter, die Ladeinfrastruktur muss noch aufgebaut werden und ehrlich gesagt, die Reichweite, die darf auch noch ein bisschen steigen. Aber gleichzeitig ist auch Teil der Wahrheit, es gibt schon Einsatzszenarien, in denen Elektro-Lkw wirklich Sinn machen. Und bis dahin berichten wir natürlich weiterhin sowohl über Elektro-Lkw als auch über Diesel-Lkw. Wir bleiben technologieoffen und wir wünschen euch eine gute Fahrt, ganz unabhängig vom Antriebsstrang. Servus, ciao, bis demnächst.